Herzlich willkommen zu Folge Nummer 4 unserer Interviewreihe Frag den Branding-Experten mit Henrik Unger, meinem Kollegen und unserem Lead Corporate Communications. Und in Folge 4 wollen wir die Frage klären, wie kann ich tägliche Brandpflege betreiben, damit die Brand auch gepflegt wird. Es ist erstmal sehr wichtig, wenn man erkennt, dass man täglich Brandpflege betreiben Das ist schon mal sollte, denn das wurde halt bei einigen Firmen oft so ein bisschen vernachlässigt, dass man halt sagt, ach komm, das kann ich mir noch mal in 1-2 Jahren angucken, aber dass man wirklich dran bleibt und dass man das auch lebt, erst das macht ja eine Marke authentisch. Ne? Weil ich kann ja behaupten, ich bin so partnerschaftlich, familienfreundlich, grün, wie auch immer, aber wenn ich das nicht irgendwie jeden Tag lebe, man das nicht überall auch spürt, dann macht das halt auch wenig Sinn. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt mal ein Beispiel mache, ich bin eine Firma, die zum Beispiel auf die Fahne schreibt, sie wäre besonders familienfreundlich, ja, und macht da nicht auch mal irgendwie eine Aktion wie einen Familientag oder wie, ne, was Gutes in diese Richtung, dann wird das ja auch gar nicht greifbar. Ne? Weil ich kann mir jetzt ja nicht so ein Attribut auf die Fahne schreiben. Mhm. Ne? Also auch wenn ich jetzt besonders grün sein möchte, kann ich ja nicht hinschreiben, hallo, ich bin grün, ne? Sondern das muss schon in der DNA drinstecken. Das muss halt in allen Mitteln, die ich aussende, die die Zielgruppe irgendwo wahrnehmen kann, auf welcher Ebene auch immer, muss das drinstecken. Und dass das halt wirklich immer passiert und auch in einer korrekten Manier, also passend zu den vorher definierten Kernwerten, das muss ich halt auch so ein bisschen kontrollieren. Ja. Aber da stellt sich mir die Frage, also ja, ich verstehe das alles, aber es ist natürlich auch wieder alles sehr weit gefasst und auch ein bisschen abstrakt, finde ich. Mhm. Also was sind denn jetzt aus deiner Erfahrung heraus tägliche Aufgaben, die bei so einer Brandpflege dann irgendwie, ja, die gemacht werden müssen? Also gibt es da auch tägliche Aufgaben, gibt es da Sachen, die kontinuierlich gemacht werden müssen, damit das aufrecht erhalten bleibt? Naja, das Leichteste ist halt alles, was produziert wird, was nach außen geht, ob es jetzt ein Visual ist oder eine neue Werbetafel oder sowas, das hat alles zu kontrollieren. Dass es eine Instanz gibt, die sagt, durch meine Hände läuft das und ich schaue, ist das der richtige Typo, ist das die richtige Auflösung, richtige Farbe, richtiger Anschnitt. Ja, auch wenn ich dann sage, ich mache ein Fotoshooting oder habe irgendwelche Bildmotive, ist das die richtige Bildsprache? Ne? Passt das zusammen zu dem, was ich bisher gezeigt habe und drückt das aus, was ich ausdrücken möchte? Ne? Und bei der Bildsprache ist es ja auch oft so ein Thema, dass das für viele nicht greifbar ist, weil sie sagen, das soll irgendwie ein schönes Foto sein. Aber was heißt schön? Und ich kann vorher genau definieren, hat das Foto abgerundete Ecken, in welchem Licht ist es fotografiert, ist das, wie nah ist die Person zu sehen im Porträt, Close-up, in welchem Color Grading ist das Ganze eingefärbt. Das kann ich genau definieren. Und wenn dann irgendwas rausfällt aus dieser Reihe meiner vordefinierten Punkte, die in einem Corporate Design Manual drinstecken sollte, dann kann ich halt aufzeigen und sagen, hey, das passt nicht. Und da gibt es halt so ein paar Punkte, wo das mehr auftritt, weniger auftritt. Wenn ich jetzt Sachen rausgebe an externe Produktionsfirmen, wie zum Beispiel ein Video, dann kann es schnell mal passieren, dass sie sich selber eine Bauchbinde ausdenken, ja, die gar nicht zum Corporate Design passt oder in der falschen Farbe ist. Und das erstmal alles zu kontrollieren, was produziert wird, das ist so das eine. Und das andere ist natürlich, die Mitarbeiter mit einzubeziehen. Denn wer sind denn die Markenbotschafter, wenn es nicht auch erstmal bei den Mitarbeitern losgeht, dass die natürlich auch dann entsprechend sich an den Kodex halten und die bestimmten Punkte, die vorher im Branding festgelegt wurden, auch überhaupt kennen und dann auch leben. Ne? Und deswegen, ich mache mal gerne in meinen Vorträgen so eine Umfrage, wer weiß denn überhaupt, was die Markenwerte oder die Kernwerte sind, vom Markenbild her gesehen. Und viele Mitarbeiter wissen das gar nicht. Das kann ich verstehen und da will ich direkt mal einhaken, weil als mal ein hört sich das super aufwendig an. Das heißt, wenn wir sagen, okay, es muss, wie du gesagt hast, es muss alles kontrolliert werden, sind das ja schon einige Aspekte, die dann irgendwie in Guidelines etc. festgehalten werden müssen. Mhm. Und dann stelle ich es mir halt schon sehr aufwendig vor. Ich sage, okay, ich habe jetzt ein Social Media Posting und habe da irgendwie so 3 Seiten Sachen zum Abhaken. Mhm. Das ist halt die eine Frage. So hört sich das an, aber so wird es wahrscheinlich ja nicht sein, oder? Naja, was heißt abhaken? Also in den meisten Fällen ist es halt so, dass eine bestimmte Person im Unternehmen halt auserkoren wird und die sagt, okay, sie ist dann einfach die Mutter des Corporate Designs, sag ich mal. Ne? Also aber die Person guckt sich ja nicht jeden einzelnen Post dann an. Im besten Fall nicht, weil es halt von selber läuft, ne? Weil jeder halt die Guidelines kennt.
Genau, Ja. da kommen wir zur zweiten Frage. Das hast du auch gerade auch schon angeschnitten, von Ja. wegen, dass die Leute das ja gar nicht kennen. Ja. Aber wie kriege ich das denn ins Unternehmen rein, dass es halt so verankert ist, dass man direkt weiß, falsche Schrift, falsche Farbe, falsches Logo, das soll vielleicht nicht passieren. Ja, gut, aber das ist, also für jemanden, der im Grafikdesign arbeitet, ist es halt klar, dass es, egal für welche Brand man arbeitet, dass es meistens immer ein Corporate Design Style Guide oder ein Manual gibt oder zumindest ein Factsheet, ja, einen Logokoffer und dann jemand, der professionell ist, der fragt danach, der weiß, dass es das gibt und hält sich auch da dran. Ja, logisch, wenn es jetzt eine Company ist, wo jemand dann ein bisschen weiter weg sitzt von dieser Produktion und zum Beispiel die Empfangsdame, ne, die hat ja jetzt wenig mit Photoshop zu tun. Aber auch die muss halt einfach wissen, was sind die Kernwerte, wie ist die Tagline, wie ist der Claim des Unternehmens, um einfach auch das den Besuchern irgendwo natürlich nicht zu sagen, guten Tag, das ist unser Claim, aber einfach das schon mal irgendwie auszudrücken, zu leben und einfach zu sagen, okay, wir sind aber doch eine Firma, die Werte vertritt. Und das muss sie kennen und das muss sie einfach auch wissen und ausstrahlen. Und das kann man natürlich dann durch Aktionen oder durch eine Zugänglichkeit, dass es ein Brand Center gibt oder dass es bestimmte Möglichkeiten gibt, durch ein Handout, durch einen Flyer, durch ein Plakat, das man aufgehangen wird. Also schon die Leute kriegen was an die Hand, digital und vielleicht sogar am besten auch was, wo sie wirklich in der Hand haben. Richtig. Wo die dann solche Sachen eben dann sehen können. Genau, und das muss ich am besten auch ein bisschen spielerisch machen, ne? Weil wenn ich jetzt wirklich nur ein Plakat in die Ecke irgendwo hänge, da gehe ich dann vorbei in der Kaffeeküche und sage, ja, das ist schön, dass es da hängt, sondern es müsste schon was sein, wo man auch den Mitarbeiter so ein bisschen zum Mitspielen oder Mitmachen, Mitdenken auffordert. Ne? Deswegen kann das auch so ein bisschen Richtung Gamification gehen oder eine Aktion oder sowas. Das ist eigentlich ganz cool, um seine Mitarbeiter da auch von gegebener Zeit auch mal abzuholen und zu sagen, da stehen wir gerade. Oder das hat sich verändert bei unseren Kernwerten. Vielleicht haben wir da nochmal was nachgeschärft und dann alle mit ranholen und sagen, so sieht's aus. Das ist eigentlich der richtige Weg. Klingt jetzt auch nach nicht wenig Arbeit. Erstmal die Frage, die ich jetzt noch habe, ist, gibt es da Tools, die da helfen können? Also sowohl in der Erstellung, aber als mal abgesehen klar von den klassischen Grafiktools, aber natürlich auch dann gerade um das entsprechend ins Unternehmen zu bringen, damit es auch verankert ist, unabhängig von, also klar, wir können es auch noch Brand Booklet als Tool nennen, ich meine jetzt aber eher so technische Sachen. Ja, also auch das unterscheidet sich wieder je nachdem, ob das jetzt Personen sind, die aktiv damit arbeiten oder passiv. Ne? Aber wenn wir jetzt mal für diejenigen, die passiv damit arbeiten, über Tools sprechen, dann gibt es natürlich auch da bestimmte Möglichkeiten, halt alle wichtigen Infos in einem Brand Center zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel, damit ich darauf zugreifen kann, als Mitarbeiter und auch eine Art Spickzettel vielleicht in meiner Schublade liegen habe. Ja, das ist genau gut. Ja, also auf jeden Fall, also kontinuierlich pflegen, Sachen an die Hand geben, jeder muss wissen, wie die Marke aussieht. Es gibt in der Regel eine Person, die Head of Branding ist, Head of Marke ist, die das natürlich überwacht, auch die Prozesse gestaltet. Ja. Und dann ist das Ziel, dass alle auf dem gleichen Stand sind und alles konsistent nach draußen geht und alle zufrieden sind. So würde ich es jetzt kurz zusammenfassen. Ganz genau. Und wenn das nicht die Mitarbeiter und das Unternehmen selber halt weiß, wohin sie wollen, wie sollen es dann erst die Leute aus der Zielgruppe wissen? Das ist halt genau der Schlüssel. Und da appelliere ich auch immer daran, dass die Unternehmen halt mehr intern wirklich sprechen und sagen, das ist es. Und da an diesem Strang ziehen wir jetzt, und zwar gemeinsam. Ja. Das klingt sinnvoll. Auch für dich auf jeden Fall ein Thema. Wenn du noch eine Frage dazu hast, wie du deine Brand täglich pflegen kannst, schreib es gerne in die Kommentare. Und ansonsten danke fürs Zuschauen. Hier sind nochmal alle 4 Videos verlinkt aus der Videoreihe und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dann. Bis dahin.